Hallo Leute, ich sitze gerade hier in meiner Jurte und habe mir gedacht, ich mache mal eine neue Bogensehne für mich. Und dazu habe ich jetzt über Nacht Rückensehne vom Hirsch eingeweicht. Auch schon die Fasern ein bisschen hier auseinander genommen, aufgesplittet. So sieht es aus, wenn es noch nicht bearbeitet ist. Ja. Und jetzt werde ich die Fasern noch feiner aufsplitten und mir hier hinlegen und damit eine Bogensehne verdrillen. Ich mache das allerdings nicht so, wie das in der Steinzeit gemacht worden ist, sondern mit modernen Tools. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, zuerst einmal nehme ich hier so einen Strang, lege mir das hier hin und begutachte einfach mal die Dicke von den einzelnen Sehnenstücken. Und ja, und gucke einfach mal, ob man die noch so ein bisschen verkleinern kann. Also auseinanderziehen. Und man sieht das hier ganz schön. Ich kann die quasi auffasern. Und dann werden die einzelnen Fasern eben nochmal ein bisschen dünner und lassen sich einfach viel besser verdrillen. Ja, und das werde ich jetzt machen, solange bis ich erstmal genug für eine Bogensehne habe. Wenn ich zu viel mache, macht es auch nichts. Dann kann ich mir nämlich noch eine zweite Bogensehne herstellen. Denn früher auf den Plains bei den Native American war es so, die Männer, wenn sie auf der Jagd waren, hatten oft eine zweite Bogensehne noch als Ersatz dabei, falls die erste eben irgendwie kaputt gehen sollte. Weil komplett ohne Bogensehne war man natürlich aufgeschmissen. Ja, von daher war das wirklich sehr, sehr wichtig, es dabei zu haben. Bei Tiersehne ist es eben so, wenn sie eingeweicht in Wasser ist, dann wird sie wesentlich flexibler und einfacher zu bearbeiten. Ja, wenn man sie im getrockneten Zustand verarbeitet. Ich persönlich bin da kein Fan von, das funktioniert nicht so gut. Und es ist auch so, die stretcht sich auch besser, wenn sie nass ist und zieht sich dann später, wenn sie trocknet, wieder zusammen. Und das macht natürlich dann für Bogensehnen gerade ja, den Unterschied, weil die Bogensehne soll ja am Ende sich dann, wenn sie feucht wird am Bogen, nicht dehnen. Ja? Die soll sich nicht weiten. Und deswegen wird sie quasi jetzt dann unter Spannung hergestellt und beim Trocknen eben zieht sie sich so zusammen unter Spannung, dass sie dann nicht mehr besonders viel Spiel später hat. Ja, das ist eigentlich so der Trick daran, würde ich mal so sagen. Und wenn die feucht sind, dann lässt sich das auch relativ gut hier aufsplitten, also so aufreißen. Und natürlich ist es so, umso feiner jetzt diese Fasern sind, umso gleichmäßiger wird auch die Bogensehne. Allerdings, ich gebe mir jetzt hier nicht so übermäßig viel Mühe, sage ich mal, weil auch das so funktioniert. Ja? Also ich habe da schon mehrere Bogensehnen auf diese Art und Weise hergestellt und es hat eigentlich immer funktioniert. Da hatte ich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen. Man muss allerdings möglichst darauf achten, dass so dickere Stellen an der Sehne, sowas wie das hier, dass die dann auch möglichst entfernt werden. Umso gleichmäßiger die Sehne schon vorbereitet ist, umso besser. Allerdings ist es so, es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn mal ein paar so Hautfetzchen noch daran hängen, weil später nachher, wenn die gestretcht ist, gehe ich auch mal mit ein bisschen Sandpapier oben drüber und ja, glätte im Prinzip die Sehne nochmal zusätzlich. Von daher, ja, man kann sich da schon Mühe geben und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber halten tut die Sehne auf jeden Fall auch so. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier schon mal einen Teil der Sehne aufgespleist. Ja, man kann das jetzt hier so sehen. Möglichst lange Stücke, möglichst gleichmäßig und manche sind auch richtig schön dünn. Ja, und die werde ich jetzt mal verdrillen. Ja, ich habe jetzt hier einen Akkuschrauber an meinem Scherengitter hier befestigt mit dem Spanngurt. Außerdem ist in dem Akkuschrauber hier der Haken. Und jetzt erstelle ich quasi eine Kordel, indem ich den Akkuschrauber ganz langsam laufen lasse und hier immer wieder Sehne dazugebe. So, das ist jetzt hier mein Anfang. Ich habe jetzt hier einen Knoten gemacht, schon mal so ein Bündel Sehnen da angesetzt. Und jetzt nehme ich hier so ein paar von den Fasern, sodass eine gewisse Dicke entsteht. Das mache ich so ein bisschen nach Gefühl. Und dann
geht's los. So, jetzt haben wir schon mal so einen gewissen Ansatz hier. Jetzt kann ich hier einfach ein bisschen sozusagen mitdrehen. Das halte ich natürlich hier offen, die Fasern, die weiter hier hinten sind. Und jetzt nehme ich mir wieder so ein paar Fasern in die Hand und setze immer Stück für Stück die damit ein. Eigentlich ist das Schwierigste hier, diese Faser auch so anzusetzen, ja, dass es gleichmäßig dann auch ist. Ja, man dreht ein Stückchen weiter und setzt dann wieder ein paar Fasern an. So. Ja, so sieht man das. Dann drehe ich wieder ein bisschen nach und setze wieder Fasern an. Das mit den Ansätzen ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Da braucht es ein bisschen Geduld. Aber es funktioniert. Ansatz mit einarbeiten, drehen. Wenn es trockener ist, dann lässt sich das eben nicht so gut verarbeiten. In dem Zustand hier, wenn es so feucht ist, geht das auf jeden Fall wesentlich besser. So, ich drehe es hier ein Stück weit wieder ein, drehe hier drauf. Und natürlich sieht das jetzt erstmal für den Anfang ein bisschen wild aus. Und man könnte das garantiert noch wesentlich professioneller machen. Aber ich habe zum Glück genügend Hirschsehne und kann es mir quasi deswegen auch erlauben, dass hier solche einzelnen Stücke da so ein bisschen rausstehen, diese Ansätze. Und die werde ich dann später ja wieder abschneiden. Und ja, das ist ein bisschen Tricksen hier mit dem Akkuschrauber. Ja. Aber wie ihr sehen könnt, geht das halt ziemlich schnell. Ja. Da kann ich mir auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Und ich habe solche Bogensehnen auf diese Art schon, ich glaube jetzt schon 3 oder 4 Mal gemacht. Die haben auch mehrere Jahre gehalten, also von daher funktioniert diese Taktik, auch wenn es jetzt erstmal ziemlich wild aussieht. Ja. So. Schwierigkeit ist im Prinzip, diese Faser so einzeln da drauf zu legen, diesen Ansatz zu machen. Das kann man, wie gesagt, wenn man da ein bisschen übt, dann läuft es auch wesentlich besser. Und da sollte man sich auch gar nicht von abbringen lassen, wenn das mal an manchen Stellen ein bisschen besser funktioniert und manchmal ein bisschen schlechter. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Es muss nachher kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Es muss nur funktionieren. Manchmal nimmt man hier ein bisschen zu viel, macht aber nichts. Manchmal fällt auch was runter. Auch nicht so das Drama. So, wieder 1 Zentimeter oder 2 eindrehen und dann kommt das nächste Bündel damit rein. So, und dann ist jetzt wieder die Sehne nicht mehr ganz so gut auf Spannung. Das heißt, ich drill das wieder ein bisschen ein. Und weiter geht's. Ja, und man achtet im Prinzip darauf, dass es möglichst gleichmäßig dick nachher dann am Ende wird. Wirkt jetzt vielleicht dick, ja, aber man muss ja noch mit einrechnen, das schrumpft ja auch. Die Sehne, die zieht sich zusammen, schrumpft und dann wird die auch nachher dann ein bisschen schmaler, die Bogensehne. Zu dünn sollte man es natürlich nicht machen, weil ansonsten ist die Gefahr, dass es reißt, auch ziemlich hoch. Mir ist auch schon mal eine Bogensehne gerissen, aber das war dann an der Stelle, wo die Nocke quasi vom Pfeil ja immer in die Sehne quasi so rangesteckt worden ist. Und da war die Nocke so ein bisschen, das war von so einem Sportpfeil, die war
vielleicht ein bisschen scharfkantig oder auch ein bisschen zu eng und dann hat es halt irgendwann die Sehne an der Stelle aufgeriffelt. Ja, da muss man natürlich dann drauf aufpassen, ne? Dass man halt beim Schießen auch vielleicht ab und zu mal eine andere Stelle quasi zum Abschuss nimmt, wo der Pfeil aufliegt, wenn die Sehne sich da ein bisschen aufriffelt. Ja, oder eben, dass man da nochmal ein bisschen Hautleim oder sowas drumherum schmiert und das trocknen lässt, damit diese Stelle eben nochmal ein bisschen verstärkt wird. Ja, die Länge, die ich jetzt hier mache, ist so ungefähr 5 Meter dann. Dann habe ich eine Kordel, die definitiv lang genug nachher am Ende ist. Jetzt ist sie ja erstmal schön gespannt und ich schneide jetzt alle Überstände von Sehne erstmal ab hier. Das möchte ich ja beim Eindrehen, beim Drillen nachher später nicht mehr dran haben. Jetzt hänge ich die Schlaufe von der anderen Seite auch wieder vorne ein, spanne das Ganze und lasse das jetzt Stück für Stück sich eindrehen. So, dann halte ich das fest und drehe einfach nochmal zusätzlich. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich zufrieden bin erstmal grundsätzlich mit der Form hier, das sieht erstmal gut aus. Jetzt drehe ich das Ganze um. So, und diese Schlaufe, die jetzt hier auf der gefalteten Seite entstanden ist, die hänge ich jetzt wieder in den Akkuschrauber rein. Stelle den Akkuschrauber auf die entgegengesetzte Richtung und dann wird wieder gedrillt. So. Hier oben die Reste, die verknote ich schnell noch. Jetzt haben wir hier schon mal eine relativ schön eingedrehte Sehne, die ich jetzt aber auf jeden Fall noch wesentlich stärker hier spanne. So, und jetzt ist das hier fast schon ein bisschen zu stark unter Spannung. Und unter so viel Spannung lasse ich das jetzt von meiner Gardinenstange aus mit dem Gewicht nach unten oder mit dem Spanngurt trocknen. Ich habe jetzt hier die Schlaufe von der Bogensehne direkt schon an dem Bogen befestigt. Und zwar genau in den Kerben, wo es auch später nachher dann mal dran befestigt werden soll. Jetzt nehme ich hier den Löffel, stopfe ihn dazwischen, weil ich gerne ein bisschen mehr Abstand haben möchte, damit ich das später hier in diese dünnere Sehnenstelle hier nochmal umwickeln kann, damit die auch richtig schön stabil wird. Und jetzt mache ich Folgendes. Ziehe das jetzt hier straff, nehme mir einen Spanngurt und spanne den dann nach unten fest. Und so lasse ich es dann trocknen. Es ist jetzt der nächste Tag und ich habe nun 3 solcher Bogensehnen fertig. Die sind jetzt durchgetrocknet und ja, ihr seht das hier schon. Die eine Bogensehne habe ich hier mal an diesem Bogen so gemacht, dass man ungefähr die Länge auch sehen kann. Und ja, das funktioniert schon mal ganz gut. Und jetzt geht es darum, diese ganzen überstehenden Reste von der Sehne, die werde ich jetzt hier mit der Nagelschere einkürzen. Und danach wird das Ganze nochmal mit Schmirgelpapier abgeschliffen.
Nachdem ich jetzt also hier die Sehne komplett abgeschmürgelt habe, kann man sie eigentlich im Prinzip auch schon so verwenden. Aber die Fasern stehen noch ein bisschen ab. Und dazu verwende ich jetzt hier Hide Glue, Hautleim. Allerdings aus der Tube. Also ich mache den mir jetzt nicht heiß im Topf mit Wasserbad, sondern das Praktische ist eben, man macht den Deckel hier einfach auf und hat den flüssigen Hautkleber direkt aus der Tube. Das ist ganz praktisch. Die erste Bogensehne von den 3 ist jetzt hier mit dem Hautleim eingestrichen und trocknet jetzt hier wieder richtig schön unter Spannung. Ihr seht das, ich habe das jetzt hier unten fixiert. So, ihr hört es auch. Das sitzt jetzt unter Spannung. So, die Bogensehnen sind fertig. 3 Stück sind es jetzt geworden. Und eine von denen habe ich auch jetzt hier schon am Bogen angebracht. Auf der Seite eben fest quasi installiert. Und hier ist eben die Schlaufe. Und jetzt kann ich die Schlaufe einfach nach hier oben drücken. Und dann ist der Bogen gespannt. Und wenn ich den Bogen entspannen will, dann wird eben im Prinzip einfach nur die Schlaufe hier nach unten geschoben. Und der Vorteil, den man dann hat, ist, die Schlaufe ist hier relativ eng und deswegen geht die Bogensehne quasi nicht verloren. Das bleibt alles sozusagen so in Position. Und man zieht eben schnell den Bogen aus dem Köcher und dann kann man einfach nur die Schlaufe nach oben drücken und schon ist der Bogen gespannt. Das geht relativ zügig. Musste auch bei den Native American schnell gehen. Von daher ist das hier eine wirklich praktische Angelegenheit. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne abonnieren und liken und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt.